Das war immer das, was ich wollte und ich kann mir nichts anderes vorstellen. Die Faszination die ist so groß. Und wenn du mal so bei einer Firma bist, dann gehst du nicht ums Erste weg. Da steckt so viel Herzblut drin. Und Herz Zermatt, das ist eine riesengroße Familie. Ich bin Stefan im Boden Fattage, bin Chefflughelfer und seit 15 Jahren bei der Herz Zermatt. Wir sind hier an deinem Herzensort, auf der Tajalpa. Was bedeutet dir der Ort? Sehr viel. Die Entscheidung ist eigentlich gekommen, weil früher war mein Vater ein Hirt in den 90er Jahren. Und da sind wir schon viel hier und ich bin immer gerne hier. Und irgendwann ist dann mal die Entscheidung gekommen, hier ein Haus zu bauen. Also das Hittelti hast du selber gebaut? Das habe ich selber gebaut, ja, genau. Dir habe ich etwas mitgebracht. Und zwar habe ich dir ein Stück Holz mitgebracht. Was denkst du, wenn du Holz siehst? Ja, mit dem habe ich eigentlich angefangen. Ich habe eigentlich Forstwart gemacht, dass ich so schnell wie möglich in die Fliegerei reinkomme. Das musst du mir ein bisschen näher erklären. Weil Es ist ja so, als Forstwart hast du viel Logging gehabt. Das ist das Holz im Heli aus dem Wald. Das hat mich schon immer fasziniert, oder? Und Forstwart, du bist immer in der Natur. Und dann hast du die Bäume nicht gefällt, hast du die so gesagt und vorbereitet, dass du die nachher mit dem Heli aus dem Wald fliegen oder irgendwo auf einen Sammelplatz. Jetzt bist du seit 15 Jahren bei der ERZ Zermatt, zuerst als Flughelfer, jetzt bist du der Leiter, der Chef der Flughelfer. Was heisst das für deinen Alltag? Gerade so wie zum Beispiel im Mai, wenn wir wirklich viel los haben im Dorf. Die Dorf liegt da, wo wir 15 bis 20 Baustellen haben. Dann musst du auch schauen, dass deine Leute wirklich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Heute trägst du selber das Rot von der ERZ Zermatt mit dem blau-weißen Logo. Bist du da stolz drauf? Ja, klar. Das war immer das, was ich wollte. Und das ist die Faszination, die ist so groß. Und wenn du mal so bei einer Firma bist, dann gehst du nicht ums Erste weg. Da steckt so viel Herzblut drin. Und die Herz Zermatt, das ist eine riesengroße Familie. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ich meine, ihr bringt eigentlich das Leben in die Regionen hier vom Oberwallis, was Schuster eigentlich, man Schuster fast gar nichts dazu kommt. Das sind Baustellen, die oben dir sind, sei es Hütten, die da drin sind. Ist man sich das auch bewusst? Ich glaube schon, weil in der heutigen Zeit braucht es einen Heli einfach. Ja, wenn du jetzt Zermatt anschaust, der touristische Ort, da alles, was oben dir ist, machst du praktisch nur mit dem Heli. Sei es für Bettenarbeiten, sei irgendwas verletzt, eine tote Kiegaberger, sei es für sonst einen Transportflug aller Art. Ohne Heli ist das gar nicht mehr denkbar. Jetzt hast du eine nächste Last bereit. Genau. Wie hast du das genau geladen? So, die nächste Last. Die Schwere, die nachher drunter ist, tut dir nachher eigentlich das Oberlicht stabilisieren. Jawohl, ja. Und jetzt haben wir die Grien noch hier, das sind 5 Meter Schruppen. Jetzt haben wir die Unterlast verbunden, das Lichtbäckchen oben noch, das Schwerbäckchen unten noch. Was müssen wir machen, wenn der Helikopter kommt? Für dich jetzt, in erster Für mich? Du darfst hier nachher anhängen. Oha. Genau. Wie kommuniziere ich mit dem Pilot? Und nachher, wenn der Heli im Anflug ist, dann wird die Ohrmuschel am Brei. Jawohl. Und nachher darfst du mal die sagen. Also das heisst, Und nachher sagst du mir eigentlich, die letzten 5 Meter kannst du mir sagen. Dann sagst du 5, 4, 3, 2, 1. Und nachher, wenn du siehst, dass der Drehhaken auf deiner Augenhöhe ist, dann tust du ihn abwinken.
Das müssen wir Genau. mit der Das Hand machst du genau so. Jawohl. Und dann weiss der Pilot eigentlich, jetzt, wenn ich die Bewegung mache, jetzt ist der Drehhaken genau auf der Höhe, wo du geben kannst packen und nachher die Last kannst einheben. Okay. Jetzt siehst du, wo der Drehhaken ist. Jawohl. Wie hoch ist jetzt das circa? Das ist jetzt ca. 4 Meter. Ich brauche jetzt erst einmal das Grossbecken langsam. Du siehst jetzt die Last aber drehen. Ja, und es ist immer stabil in der Luft. Du siehst, jetzt dreht es auf die Seite. Nachher, jetzt runter wieder zurück. Das Untere macht eigentlich das, was das Obere macht. Und dann schauen wir mal, wie schön. Sehr gut, ja. Aber was mir auffällt, ist, du bist eigentlich schon ein bisschen der Dirigent von dem Ganzen. Also du sagst eigentlich dem Pilot, so, jetzt machst du das. Du sagst hier, die vielleicht hier Platz sind, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Das macht vielleicht schon ein bisschen Spass, aber das Dirigieren hier auf Platz. Ja gut, einer müsste es machen. Aber ich muss auch sagen, die Leute, wie gesagt, die Leute, die da sind, die wissen, wie es funktioniert. Die machen das nicht zuerst Mal. Das Wichtigste ist, dass du bei so einem Job keinen Unterlastverlust hast und dass nichts passiert und dass alle am Abend wieder gesund heim zu ihrer Familie kommen. Die Taschalp ist eigentlich schon ein schöner und auch ein spezieller Ort. Hier, die Häuser, die du hier siehst, hier können eigentlich nur Bürger bauen. Du als Tascherburger, du kannst einen Antrag stellen an die Gemeinde. Und da hat es eine Parzellennummer. Und nachher werden die ganzen Parzellennummern in so einen Topf geschossen. Und nachher, wenn du dir überlegst, ein Haus zu bauen, kannst du den Antrag stellen und nachher hast du jetzt eine Gemeinde noch gehen. Und hast aus dem Topf ein Los ziehen. Und dann hast du entscheiden, ja, ist das Land, das ich will oder nicht. Aber du darfst nur einmal ziehen. Du kannst einmal ziehen. Jetzt, wenn du sagst, das ist nicht der Platz, den ich will, das passt mir überhaupt nicht, dann kannst du das Los wieder zurück in den Topf tun. Aber du darfst nachher 5 Jahre nicht mehr ziehen. Und nachher haben wir wirklich überlegt, mit meinem Vater zusammen, machen wir etwas oder machen wir nichts. Und nachher habe ich gesagt, ja klar, machen wir etwas. Und dann bin ich hier und nachher bin ich die Parzelle anschauen. Nachher habe ich gesagt, wenn ich die Parzelle, wenn ich das Nummer habe, dann bauen wir. Wenn ich das Nummer nicht habe, dann lasse ich es sein. Und nachher bin ich das losgezogen. Nachher war das prompt der Boden, den ich gerne anhängen will. Und das war eigentlich das Zeichen, gut, jetzt lass los, jetzt machst du etwas. Du hast zusammen mit dem Vater angefangen. Genau. Hast nachher alleinzig weiterfahren? Genau. Wir haben zusammen nur den Aushub machen und nachher ist mein Vater an Krebs gestorben. Und nachher wollte ich eigentlich gar nicht mehr wollen. Und dann habe ich mich dann gleich noch mal zusammengerissen. Und nachher, 2011, habe ich dann nachher effektiv anfangen mit der Bodenplatte eigentlich. Jetzt, wenn du heute das Haus anschaust, es ist wirklich ein schöner Fleck. Macht es stolz, macht es Freude, hier zu sein? Ja, klar. Und ich glaube, so wie es jetzt da ist, ist es auch wirklich gelungen. Es ist auch so gekommen, wenn ich sicher will. Ein Paradies. Ja, das kannst du so sagen, ja. Genau. Sehr spannende, abwechslungsreiche Aufgabe, die ein Flughelfer macht. Und die Fliegerei, die tut dich eigentlich auch in deiner Freizeit begleiten. Du tust lieb und gerne Gleitschirm fliegen, gehst am Feierabend noch irgendwo einen Beruf und startest nachher mit deinem Gleitschirm, machst einen Flug in die Freiheit. Sobald du in der Luft bist, dann studierst du nicht immer die ganze Zeit nach. Das ist einfach wie abgestellt nachher. Das ist also ein Knopf, den du abstellen kannst. Nachher bist du irgendwie frei. Und das ist, glaube ich, das, was ich am meisten brauche. Dass ich mal sagen kann, so, jetzt läuft irgendein Beruf und fliege ab, ohne dass ich an irgendetwas denke.